32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Folge des YPC Boat 2023 und damit zur ersten Folge der Gruppe D. Der Kopf und der Favorit der Gruppe ist der amtierende YPC Boat Vizemeister Abu Garcia. Die auf der ganzen Welt beliebte schwedische Angelmarke sendet dieselben Angler zum Turnier, die im letzten Jahr die Silbermedaille holen konnten. Das bedeutet, dass der deutsch-schwedische Großfischexperte, Predator Tour Schweden-Gewinner und frisch gebackene Zander Pro Champion Freddy Harbord sein Boot erneut mit dem sympathischen niederländischen Produktentwickler Simon Torenbeek teilen wird. Beide verfügen über herausragende Gewässerkenntnisse und ein riesiges Technikrepertoire im Raubfischangeln, gehen allerdings mit einem kleinen Handicap ins Rennen. Aufgrund von Terminüberschneidungen mit anderen Turnieren musste Simon das Training allein bestreiten. Ob die beiden diesmal trotzdem bereit für Gold sind? Zuzutrauen ist ihnen definitiv alles. Catch with Care, schwedischer Hersteller und Distributor beliebter Marken wie Strike Pro und BFT, schickt ebenfalls dieselben Profis ins Rennen wie in Staffel 1. Perch Pro Champion Evert Oostam kennt die Gewässer wie seine Westentasche und wie im Vorjahr hat der Organisator der Predator Tour einen der bekanntesten Hechtangler Europas auf seinem Boot. Stefan Trumstedt, genannt Truman, aus Schweden konnte schon 4-mal Fly vs. Jerk gewinnen. Letztes Jahr folgte dann auch ein gemeinsamer Erfolg mit Evert, als Team CWC die erste Staffel der European Fishing League gewinnen konnte. Im YPC Boat 2022 war hingegen bereits in der Vorrunde Schluss. Wir sind gespannt, ob Evert und Truman diesmal mehr von ihrem Können zeigen werden. Erstmalig beim YPC Boat dabei ist Hybrida, bekannt für erstklassige Hardbaits, hergestellt in Deutschland. Dasselbe gilt auch für einen der beiden Angler, denn auch Gregor Babiarz, der Inhaber von Hybrida, war zuvor noch nicht beim YPC dabei. Trotzdem ist der Pole ein erfahrener Turnierangler, erreichte schon gute Platzierungen in prestigeträchtigen Turnieren wie der World Predator Classics, war kürzlich in der Fisch- und Fang-Profiliga Barsch dabei und kennt die Turniergewässer ausgezeichnet, was auch auf seinen Bootpartner zutrifft. Der Westfale mit polnischen Wurzeln Martin Sinkiewicz konnte im letzten Jahr für Team Finnwall positiv überraschen und mit seinem Partner Simon Platz 4 erreichen. Schauen wir mal, wie weit die Reise diesmal geht. Gregor und Martin sind in jedem Fall ein Duo mit viel Potenzial. Selbiges gilt auch für Sebastian Bienapfel und Sascha Totenhausen, die für Stroft antreten, eine Firma, die extrem hochwertige Angelschnüre in den verschiedensten Ausführungen in Deutschland herstellt. Sowohl Sebastian als auch Sascha kennen das Rhein-Maas-Delta in- und auswendig, haben hier schon enorm viele Angeltage verbracht und auch schon diverse Turniere gefischt. Der größte Erfolg dabei war bisher der 3. Platz im Teamwettbewerb der WPC. Das sympathische Duo, das bereits im YPC Bass mit ihrer lockeren Art zu begeistern wusste, bringt ein weiteres großes Plus mit zum Turnier. Die beiden Freunde haben schon oft miteinander gefischt und kennen ihren jeweiligen Partner aus dem FF. Vielleicht kann die Teamchemie für sie zum entscheidenden Faktor werden. Wie schon Gruppe B startet auch die Gruppe D an Tag 1 in Zone West. Es gibt also keinen gemeinsamen Start, jedes Team beginnt um 8 Uhr am gewählten ersten Angelspot. 3 Teams beginnen im Haringfliet. Abu Garcia ganz im Westen, CWC und Hybrida recht nah beieinander auf Höhe der Spui-Mündung.
Stroft startet dagegen relativ zentral im Volkerak. Are you ready, my friend? I'm born ready. So am I. We are on the first spot. It feels like Feel it's pumped. fish in there. Yeah, we are ready, guys. Yeah. We're gonna give you a show. That's what we promise you. Last year we had some troubles, but now we make it up with you guys. And support us, and we are ready for you guys. We're gonna take them all. Einen wunderschönen guten Morgen vom Team Stroft. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. 2023, das erste Mal für uns, aber wir haben richtig Bock. 5 Minuten vor der Zeit ist unsere Pünktlichkeit, das heißt, wir sind ein bisschen früher am Spot. Ja, das hilft nicht sonderlich gegen meine Aufregung, aber ich finde es ganz gut. Wir sind vorbereitet, alles ist klar. Wir müssen jetzt nur noch die Zeit ablaufen lassen und dann kann es endlich für uns losgehen. Ja, guten Morgen da draußen. Wir sind wieder dabei. YPC Boat geht in die nächste Runde. Ich darf wieder mit dabei sein. Das habe ich dem Gregor, dem Hybridermann, zu verdanken. Und natürlich dem Alexander von hier, Alpha Mobile Marine, dem Finnwall Importeur Deutschland. Unsere Trainingsphase ist abgeschlossen. Jetzt wird es ernst, Gregor. Genau. Erstes Tag steht bevor. Wir sind heiß. Mojo passt, Chemie passt und wir rocken das Ding, Mann. Come on. Genau. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen auf das wunderschöne Haringvliet. Wir sind Team Abogasier. Ja, Freddy Habort, Simon Thorenbeck. Wir werden heute hoffentlich einen schönen Angeltag haben. Wir beide haben eigentlich immer Spaß auf dem Boot. Freuen uns auf die Session, die hier vorsteht. 8 Stunden Hardcore-Angeln, richtig ballern. Versuchen ein paar geile Barsche zu fangen, ein paar Hechte zu fangen, vielleicht noch einen Zander zu kriegen heute. Volle Karte ist unser Ziel bis zum Nachmittag. What time is it? Game time. Erster Wurf, YPC 2023, Team Stroft. Los geht's. Wir dürfen noch nicht werfen, ne? Nee. It's okay, but you're not. Yeah, that's my knot is perfect. I'm not gonna kill you. Gruppenwert doch jetzt endlich 8 Uhr. You're a fisher. A lot. Look at the screen. Look at the screen. It's Packed with fish. Time. some decent fish. Time. Okay, it's time. Let's go, huh? We can make the first cast, so let's grab the rods. Buddy. First cast. Hey, let's take them. Let's do this. Yeah. Okay. First cast, roll out. Team catch with care. Game on. Attacke, Martin. Petri. Ja, Kontakt, kleiner Barsch. Kleiner. I had a bite. Bite? Yeah. First cast, first bite. Kontakt. Aber klein. Fisch. Oh. Der wird wohl nicht groß genug sein, was? Nee, zu klein. We did have 0 days of training together. So today, as we say, is our first training day. First off, we're aiming for the perch and hopefully a side catch of a pike in between or a zander. But the perch is like the first focus. We're fishing like a shallow plateau near the deep. Looks promising. See what happens. Do a lot of changes today through the lures. Wir haben uns entschieden, ein bisschen tiefer zu fischen, weil es sehr heiß war die letzten Wochen hier. Es waren so 30 Grad und wir angeln jetzt, wie Simon schon gesagt hat, so ein 4 Meter Plateau, drumherum tiefe Kanten, fischen halt ein ganzes Stück tiefer, als wir es eigentlich machen würden. Aber einen Biss hatte ich gerade schon auf dem ersten Wurf, ganz vorsichtigen Anfasser. Da sind Fische, nicht viele, aber überall mal hier und da einer. Wir picken uns die heute zusammen, hoffe ich. Ne? Yeah. We only need a few in the end. That's it. As long as they're big. Fish! Oh, I lost it! Oh, that was a nice one. Shit. Oh. That was quite heavy, I can tell you that. Yeah? Yeah. I can't believe it. I did a really good hook set. Oi. How can you miss that kind of fish? Sharp hooks. Fishing really deep. Up and down, and had a really good bite. But just keep on hammering. Oh,
You know my legs like this when it's competition. Jesus Christ, that was a good strike. Jesus. Fisch. Besser? Ja, guter Fisch. Kommt hoch. Junge, yes! Boom! Alter! Was für ein Kaliber! Junge! Vierter Wurf, jetzt an den Platz. Auf einem Baby Z2 von Striking am Dart-Jig. Und guckt euch an, was da rauskommt. Erster Fisch. Alter, was für ein Gokkolin! Yes! Junge! 50. Fuffi. Yes! Ganz stark. Ganz stark. Oh Mann. Oh Mann, ey. Nach dem vierten Wurf, er hat's wieder gerissen. Großartig! Unglaublich. Guckt euch den Fisch an. 50 Zentimeter auf den Kopf, ne? Auf den Kopf. Alter, und wie wunderschön dieser Fisch ist. Unglaublich. Guckt euch den Fisch an. Wahnsinn. Yes! Junge! Ah, ganz stark, Junge. Ganz stark. Wo kam der ungefähr? Einfach gerade raus. Oh Mann. Ein Fuffi. Also man fängt hier wirklich auch einige große Barsche, ne? Aber ein Fuffi ist doch immer noch was Besonderes. Und im Turnier? Unglaublich. Man kann sich das, glaube ich, zu Hause nicht so richtig vorstellen, aber im Turnier ist es, oh Mann, das ist wie ein Paukenschlag. Großartig. Wer es sich bislang nicht so gut vorstellen konnte, müsste spätestens nach Sebastians und Saschas Enthusiasmus verstanden haben, wie wertvoll dieser Fisch in den ersten Minuten des Turniers sein muss. Wir schalten rüber aufs Haringvliet, wo sich Freddy gerade erkundigt, an welcher Stelle der Struktur Simon im Training am erfolgreichsten war. You found most of the fish at the drop, I guess. Yeah. Also on the shallow, on the really shallow? Behind us? No. No, you didn't cast there, no? No, not on much. The spot in the spot. Mostly it was like on the top of the drop, also Yeah, where yeah. you saw them Yeah. on the side scan. Yeah. I think when we don't get the bite here, we quickly move 5-6 meters Yeah. further, right? Yeah, just 2 more casts and we move another, something like that, 10 meters to the right. Because this one is not really like one point, it's more like the bottleneck. It's quite big. Wir können uns jetzt gleich mal 5 Zentimeter nach vorne stellen. Fisch. Ah, nicht zu groß. Ist ab, ist ab. Ah ne, ist noch dran. Ganz in Ruhe. Jeder Fisch zählt. Ja, ist ab. War noch kurz dran. Ja, hier, wir stehen zu sehr im Kraut, ne? Ja. Good. Good one? Now small. Small perch. Okay. I think. No, it was too small. Kleiner. Mal den Pumpkin Chartreuse. Der liefert immer. Not good. We'll not afford to lose the fish. That's for sure. Yeah, but they are here. Yeah, of course they are here. Oh, yeah. It's so nice when it's competition, you know, even if it's not a really big fish, you really want to set the hook and just take it. Oh. Was machst du? Komm jetzt auch mit dem Gummifisch hier. Fisch. Ja, echt. Ja.
Ist zu klein. Okay, also Spezies cool, Größe ausbaufähig, aber naja, ein süßer Kleiner, ne? Bye bye. Bis in 5 Jahren. It's Not a big fish. no, but it's the first points. Yeah. It was a good take, eh? Oof. But I could feel it. Maybe it's 35. 38, 39. You think? Yeah. Yeah, but that's not Here. super fish. But I'm happy. I'm happy. I'm happy for all the strikes today. That's for sure. Close the mouth. It's 36 and a half. That means 37, right? Bye bye. Bye. First 37 perch. fish. It's reported. Yeah. That's really good. Bra job. On 7 meter, around 7 meter. And this, it's so nice, you know, fishing with chatterbait quite deep. Just take it up, let it sink slowly to the bottom, touch the bottom, and then take it up again. Let's find some more fish. Die ersten beiden Fische des Tages sind Barsche, ein guter und ein traumhafter. Können auch Abu und Hybrider früh ihren ersten Fisch des Tages fangen? Martin greift erstmalig zum Lockstoff. So, ich wechsle jetzt auf einen kleinen Gummifisch am Dart-Jig. Nutze ein bisschen von dem Nitro-Booster. Kann nie schaden. Ja, wir hatten heute Nacht schwere Gewitter, krassen Regen. Der Spot liefert noch nicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was das mit den Fischen gemacht hat, ne? Das kann ziemlich viel verändern. Der Wasserstand verändert sich auf jeden Fall. Die Sauerstoffzufuhr ist eine andere. Die Wassertrübung ist komplett anders. Also wir hatten hier in den Trainingstagen einen komplett grünen Teppich auf dem gesamten Gewässer. Das ist jetzt auch alles verschwunden. Ja, alles anders. Und wir hoffen, dass sich aber die Barsche trotzdem gleich blicken lassen. Also Ziel ist definitiv ja an diesem Spot der Barsch. Aber beim Angeln kann alles passieren. So, jetzt aber hier. Jetzt die Kante hoch anwerfen. Am dem Fuß des Kante war nichts. Jetzt drehen wir den Spieß um und probiere ein bisschen von flachen ins Tiefe zu fischen. Dafür nutze ich jetzt den 10 Gramm Barschbaron, gerade so auf die 4-5 Meter Bereich, perfekte Waffe zum Barschangeln. Auch kann man sehr gut damit Hecht fangen, Zander, kommt eigentlich alles auf dem kleinen Köder. Jawohl! Ja, voll! Jawohl! Guter! So, hat nicht allzu lang gedauert. Und der Barschbaron kriegt hoffentlich eine 45 plus Kirsche. Oder 55 plus, noch besser. Gib ihm Zeit, gib ihm Zeit. Ja, der Fisch ist da, das ist schon mal gut. Bringt viel Vertrauen. Richtig schüttelt schön. Ich habe ein bisschen weichere Rute heute. Da ist er. Langsam. Jawohl. Mann! Das nimmt Yes, Druck. Mann. Das nimmt Druck. Super. Da ist der Köder schon draußen. Jawohl. Der Barschbaron. Pumpkin Chartreuse ist eine Macht hier. Okay, wichtig. Wieder die Abhackmatte drunter, wenn die Fische schlagen, dass sie sich nicht verletzen. Und der ist genau auf der 40. Weg ist er. Weg ist er. Nice. Das ist reine Arbeit. Genau so muss das laufen. Ja, Mann. Nicht anders. Schön. Ja. We are fishing just close to a really shallow plateau. It's only like 1 meter, 1.5 meters. And it has like a huge drop off from 1 meter and then it drops until 12 meters. And since the fish
is hunting in the early mornings on the shallows. That's why we picked this spot, because the fish is concentrated around the deep hole. And yeah, we just caught a perch, a nice perch. And we think we can fill our cart on this spot. So we keep on hammering it for a couple of hours. Unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 €. Die Türchen allerdings viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 € und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte, ein Warenwert von über 180 €. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 €. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir: Je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten. Den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber das ist die Geschichte. Wenn die Fische an einem Spot auf einmal aufhören zu beißen, ist es manchmal ratsam, sich ein paar Meter zu versetzen und die Fische aus einem anderen Winkel anzuangeln oder nochmal seinen Radius ein bisschen zu vergrößern, um einfach wirklich einen Spot, der funktioniert, auch komplett ausschlachten zu können. Wenn ihr so Gummifische habt, die keinen Schlitz unten haben und die so ein flaches Profil haben, was ich dann gerne mache ist, ich ziehe den von der Seite auf, heißt ich gehe jetzt so hier durch. Und dann geht der Haken gleich von der Seite so durch den Gummifisch. Ich lege die Spitze ein bisschen frei und dann kriegt ihr ziemlich wenig Fehlbisse. Und der läuft super, ne? Und wenn er sich so ein bisschen auf die Seite dreht, das macht überhaupt nichts. Und hier mit der kleinen Grundel habe ich schon so viel große Barsche gefangen. Und wie gesagt, zweiter Wurf, richtig dicker Biss gerade. Das war ein großer Barsch mit Sicherheit. Der geht jetzt nochmal auf Reise und ich bin mir sicher, da knallt es gleich. Auch wieder klein, aber Ganz in Ruhe. Aber der könnte maßig sein, ja. Ganz cool. Eingetütet. Mal gucken. Also der passt in den Bauch von dem Fuffi, den du gerade hattest. Und den aber hat er gerade ausgespuckt. Ja, das ist das, was die fressen. Guck mal. Kleines Fischchen. Ja. So, eben schnell aufs Measureboard. 22 hat er, ja? Okay. Ja. Ich hoffe, er bleibt nicht bis zum Schluss drin, aber ich bin froh, ihn zu haben, weil 22 sind 44 Punkte, wenn ich richtig rechnen kann. Und dann besser als nichts. So sieht's aus. So. Ciao, ciao. Oh. Guter Biss. Ja.
Ja, Leute, ich habe es im Training schon bei dem einen oder anderen Abendessen zu den Jungs gesagt, ich staune immer wieder, was Gregor mit seinen Hardbaits raushaut. Also ich fische ja alles querbeet, ich bin ein absoluter Tackle-Junkie. Für mich gibt es Hardbaits und Softbaits. Gregor vertraut da voll und ganz auf seine eigenen Produkte. Aber zu Recht, was der Bursche rausballert, ist der Wahnsinn. Also ich würde mich ohne Gummifische nicht an diese Gewässer rantrauen. Gregor macht es einfach. Da kann man sich echt was abgucken. Also muss ich für mich persönlich einfach so sagen. Ja, am Anfang habe ich gedacht, das ist so ein kleines Handicap von mir, ohne Gummifisch, ohne Softbaits überhaupt hier anzukreuzen. Klar, man hat mit Hardbaits nicht immer die beste Chance, große Zander zu erwischen. Alle anderen Fische wie sehr große Barsche, große Hechte, ich sehe da keinen Nachteil. Im Gegenteil eigentlich. Ich fange sehr gut, sehr viele große Hechte, auch mit kleineren, mittleren Köder. Und fühle mich ziemlich wohl mit dem, dass ich mit Hardbait fische, hauptsächlich. 99% Angelzeit bei mir ist nur Hardbait. Aber was kann ich anderes machen als Hersteller natürlich, produzierende Gewerbe in Deutschland, muss man auch Vertrauen in seine eigenen Köder haben. So, machen wir ein bisschen schwerer jetzt. Ein bisschen weiter links. Fisch. Fisch, 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 Fisch. Jawohl. Das ist aber ein Hecht oder ein Zander. Sehr gut. Also wenn das ein Barsch ist, dann ist ein guter. Hoffentlich nur noch keine Brasse. Pike, ein guter Pike, ein 80er, vielleicht ein 90er. Auf den Barschbaron? Nee, auf den kleinen Darchik, Nitro Booster drauf. Nimmst du ihn an? Ach Mann, ey, was kostet das alles Nerven? Ja, das kann auch die Erklärung dafür sein, dass die Barsche so ein bisschen zicken hier, ne? Wenn da so eine Mutti steht. Ah, die sind richtig im Saft, die Fische hier, ne? Die Jig Whip komplett krumm. Oh, jetzt kommt er. Lass die Zeit, lass die Zeit. Vorsicht, der zieht unter das Boot. Das könnte auch doch ein bisschen besser sein. Achtung. Oh ja, ist Meterfisch. Meterfisch. Hängt knapp. Mit leichtem Zug. Yes, baby! Köder ist schon draußen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der rastet komplett aus. Jesus Maria. Mann, ist das Aktion. Junge. Typisch. Alter. Mega. Mega, mega, mega. Martinez. Jawollo. Perfekt. Okay, er liegt dran. Sogar Meter 2. Meter 2. Meter 2. Approved? Ja. Geil. Gestern im Training schon Meter 2 gefangen und heute noch mal. So Leute, die Mutti, die kommt wieder back. Ab nach Hause. Aber bitte ein paar Meter schwimmen. Denn du könntest der Grund dafür sein, dass die Barsche hier nicht so Bock haben gerade. So, komm. Und da geht sie, da geht sie. Hat mir schön den Daumen gekattet. Aber das gehört dazu. Martin. Sauber, Mann. Sauber. Meter 2, Mann. Sauber. So, vielleicht kriegen jetzt auch die Barsche wieder Lust, Gregor. Ja, ja. Vielleicht werden die jetzt ein bisschen mutiger unterwegs hier. Ja, wenn da so ein dicker Räuber steht und die die 35er, 40er Barsche, snackt sich so eine Mutti auch weg. Also ich habe schon 80er Hechte gefangen, die hatten 35er Barsche im Schlund und haben sich dann noch mal einen 23er Gummifisch hinterher snacken wollen. Das ist unglaublich, das sind so brutale Räuber. Und ja, Adrenalinspiegel ist bei wieder 5000. Jetzt müssen wir die Scale ein bisschen säubern, denn da ist ein bisschen AA drin gelandet vom Hecht. Ah ja, gut.
Aber als frisch gebackener Papa kenne ich mich mit sowas aus. Nochmal Glückwunsch zum Nachwuchs, Glückwunsch zum Meterhecht und Glückwunsch zur vorübergehenden Tabellenführung. Stroft liegt auf 2, CBC auf 3 und Abu hat noch keine Punkte. Doch das kann sich schnell ändern. Die Fische beißen. Welches Team muss als nächstes zum Kescher greifen? Alter, ich habe noch nicht mal einen Wurf gemacht. Ich weiß nicht, was das ist, ey. Hey, wenn's... Das schüttelt nicht mit Kopf. Vielleicht ein Zeddy. Wenn wir Glück haben, Zeddy oder noch ein Hecht. Hey, hier war so viel Futterfisch an unserem Spot. Das lockt natürlich auch die Hechte an, ne? Das ist Hecht, glaube ich. Zweiter Hecht. Ja, noch besser. Und fühlt sich auch gut an? Ja, ja. Ist auf jeden Fall kein kleiner. Okay. Ich würde staunen, wenn der gleiche Hecht hätte das gepackt. Ey, zählt er denn der eigentlich? Zählt, natürlich zählt. Und was für ein Köder? Barschbaron natürlich. Barschbaron. Ja, okay. Was für eine Frage. Wie dumm von mir. Wie konnte ich nur? Es tut mir leid. Sorry. Unverschämte Frage. Ja. Richtig schön. Ich würde sagen, hat er voll bei Drehen reingeballert. Team Hybrida, Finnwal startet ein bisschen wieder wie die Feuerwehr, wie beim letzten Mal. Gregor, du kannst auch gerne nach hinten kommen. Ja, ja, Moment. Wie du willst. Mhm. Alles gut, alles Nicht, gut. dass er unterm Boot herzieht. Machen wir einen Außenborder hoch. Boah, ist das spannend, ey. Ist das spannend. Barsch. Wow, 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 wow. Ich angel schnell weiter. Jo. Und Köder ist schon draußen. Jawohl, wieder so 40er, 41, 42. Der hat sich sehr gut verkauft. Der hat sich mega gut verkauft. Boah, ich hab gestaunt, ey, dass da Streifen dran sind. Der hat sich mega verkauft, aber der letzte auch. Weißt du, bei Training, ja. Der hat auch ewig lang rumgemacht. Okay. Der hat sogar 43. 43, genau. Mein zweiter Barsch, jetzt erste war 40, jetzt ist 43, Barschbaron liefert, unser Spot funktioniert. Ja. Der Druck geht langsam runter, aber das ist noch erst halbe Miete. Wir machen weiter. So, und der Kleine kann wieder ins Nasse. Also, wir müssen jetzt Schluck Wasser nehmen. Das war Action innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten. Wahnsinn. Wie geile Fische sind gekommen. Wahnsinn. Boah. Ja, ich habe den Hecht released, ich habe nicht mal einen Wurf gemacht, genau. Habe da noch gehockt und dann geht seine Route rum. Beim Keschern bin ich fast ins Wasser gefallen, weil ich so aufgeregt war. Guter Fight, aber der Perch ist im Sack. Gut, weitermachen. Super. Weitermachen, ey. Jetzt Schluck Wasser und weiter geht's. Oh, man. So schnell kann's gehen. 3 große Fische und plötzlich sind Gregor und Martin auf ihrem Finnwal-Boot die Favoriten auf den Gruppensieg. Die ursprünglichen Favoriten haben noch keinen Fisch landen können, doch aus der Ruhe lassen sich Freddy und Simon trotzdem nicht bringen. Going to go get hard on them. Yes. No, they are here, and they are here in good size, and they are here. I mean, there's only one option, and that's to get them. There's only one option. You feel the muscles, huh? Ja, ja. Cool spot. Fish. Off. Yeah. Getting closer now. Good Freddy. fish, good fish. But we're getting closer. I saw the bend in the rod. That was not a 30. Whew. Just continue. Again on that goby. They love it. Try to fish maybe the goby on a. Well, we don't. We need also the pike, so we. Yeah, I circle around a little bit with the dredger. I do bump on the bottom here and there, so. This can be for the active fish or the pike that is around. Exactly. Whew. Excitement. Yeah. But they are here. They're here. We don't need to move a lot. No. They are here. They are here.
You have to scratch them out of the corners here. I knew if I would put you on this place, it's gonna work. One day, one moment, it will work. Ah, it schade. will work. Careful bite. Du angelst gerne vom Boot, vom Kajak oder vom Bellyboot, willst den YPC unterstützen und dabei in den Genuss eines richtig guten Produktes kommen? Dann besorg dir jetzt die offizielle YPC Boat Measurement. Seitliche Schaumstoffstangen halten den Fisch sicher und schonend auf der Plane und sorgen dafür, dass die Matte nicht untergeht, falls sie mal von Bord geht. Ein sehr robuster Acrylwinkel zum Anlegen auch kapitaler Fische, faltbar und mit Klettverschluss versehen, zum einfachen Verstauen. YPC Boat Rekordmaße. Diese Mat lässt wirklich keine Wünsche offen. Du findest die Mat online oder im Fachhandel, zum Beispiel bei unseren YPC Megastores. Viel Spaß damit und Petri Heil. Willst auch du die unvergleichbaren Emotionen beim Fangen erleben? Ob Expertentipps für Angler oder Angelscheinkurse für die, die es werden wollen? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Angelscheinkurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 € sichern. So, also zum Verbinden von zwei Schnüren nutze ich bei den dünneren den Albright-Knoten. In dem Fall haben wir jetzt hier von Stroff die GTPS und die knote ich jetzt an das FC2 Fluorocarbon. Mache eine Schlaufe, wickel quasi 9-mal in die eine Richtung und dann 9-mal wieder zurück. Und dann einfach da, wo die Schnur reinkam, wieder raus. Einmal nass machen. Und zusammenziehen. So, und so sieht der Knoten dann aus. Schöner, dünner Knoten, der super durch die Ringe geht. Klein vom Durchmesser, aber super stabil. Da wir das Ganze auch noch hechtsicher haben wollen, gibt eine ganz coole Sache, das Niti von Stroff. Das ist eine kleine Stahlspitze, die knotbar ist. Gibt es als eindrähtig oder mehrdrähtig. Und da habe ich mir einfach ein paar Vorfächer vorgemacht mit einem kleinen Wirbel oder so einem Pitzenbauerring. Und der kommt einfach vorne als Hechtschutz mit dran. Und dann kann man entspannt Barschangeln. Die Präsentation des Köders wird nicht stark beeinflusst, weil das Material ziemlich dünn ist, aber trotzdem eben hechtsicher ist. Und so habt ihr jetzt ein schönes Vorfach mit einem Stück Stahlspitze dran, dass der Hecht zwischen die Zähne bekommen kann und trotzdem nicht abreißt. Und so fische ich am liebsten auf Barsch. Jo, Fisch. I think I got the trick. To fish really slow. I think it's a 40. Bring it to me. I'm ready. It's not in yet. Yeah, but it fucking works. Yes, it works. Found something to work with. Yep. Is this net gonna be big enough? Ah, it's big enough. It's not a big one, not a really big one, but it's a good fish. Yes. Yes! High 30s. Es ist nicht so sehr die Größe des Fisches, worüber wir uns freuen, sondern dass wir, glaube ich, den Trick raus haben. Und die beißen ganz vorsichtig. Die haben gar keinen Bock zu beißen hier bei uns, aber ich spiele die da so eklig raus zwischen den Muscheln jetzt. There you go. Eine dicke, fette Murmel. Wenn die so voll gefuttert sind, ist das auch kein Wunder, dass die so wählerisch sind. Der ist genauso breit, wie er lang ist. Kurzer Fisch, der wird uns hier im Tournament nicht weiterhelfen, aber der Plan funktioniert und wir werden noch mehr von den Dingern fangen und auch größere. 35. Ja. Approved? Approved. 35er Barsch.
richtig toller Fisch. Das Geile ist, wie gesagt, was ich gerade erzählt habe. Ich glaube, ich habe den Trick jetzt raus, wie wir die fangen. Und ich werde die Viecher so verprügeln jetzt. Jetzt geht's richtig los. Ich hoffe, da werden noch ein paar richtig dicke Barsche heute kommen. Ich werde mich heute nur um die Dinger hier kümmern, am Vormittag und nachmittags vielleicht um die Hechte. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ich bin heiß, jetzt bin ich scharf geangelt, wir haben den Platz. Und der kleine Kumpel hier, der soll schnell wieder rein. Ach, wie schön, herrlich. Und wieder, ihr kennt das Game mit der kleinen Gobi, mit der kleinen Grundel hier. Die Barsche lieben Grundel, das ist kein Geheimnis. Und dieses kleine silbrige Ding hier imitiert so ziemlich alles, was hier rumschwimmt. Das kann ein kleines Futterfischchen sein, es kann ein kleiner Barsch sein, der hat auch so ein bisschen so, ja, fast Gold. Und vor allem, die fressen hier Garnelen, die Kumpels. Und das ist natürlich hier eine super geile Größe, die auch die Garnelen imitiert. Das fressen die Barsche. Ich habe die Grunde jetzt gerade mal so ganz langsam geführt und genau dabei kamen die 2 Bisse. Und ja, ich schmeiße jetzt wieder auf den Platz raus, fisch die Kante wieder hoch, kleine Sprünge, zick, zick, zick und dann wird da randaliert. Gut gemacht, mein Freund. Ja, jetzt geht's los. First fish of the tournament. Feels really good. Ja. Feels really good. Okay. In the game. Jetzt ist auch Abu auf dem Board. Die Geduld und das Vertrauen zahlen sich aus. Wir sind gespannt, ob nun tatsächlich der Knoten geplatzt ist und Freddy und Simon in der Tabelle nach oben klettern werden. Noch bleiben sie auf Platz 4. Sea rig is the way. You are not getting off that sea rig before we have the full card of the perch. Okay. There's no option. Fisch. Jawohl. Stark. 25. Yes. Okay. 50 Punkte. Wie gesagt, die muss man erstmal haben. Und damit sind wir erstmal cool. Aber 25 Punkte für uns. Ciao, ciao. Boah, Kontakt. Okay, guter Kontakt? Ja. Oh, what's that? Missed? I don't know. I missed again. Oh, man, I took it. Hey, I lost it again. Oh, shit. They are so nibbling. I can't believe it. Yeah, that's the problem with a single hook. Yeah, but I don't have so... Oh shit, it was so good take. It was 3 takes. Nächster Fehlbiss für Truman. Bei Sebastian und Sascha auf dem Volkarak bleiben die Fische bislang besser hängen. Keine Kanone, aber es ist Upgrade. Yes! Yes! 4 Barsche. Voll, Junge. Ja. Lass uns da noch ein paar Würfel machen, die waren gut, die Fische. Fisch, aber es ist klein. Trotzdem muss man kichern. Mach ich selber, Mach du deinen Fisch. So, auch der kam auf den Baby Z2. Wie gesagt, das kleine Stückchen Stahl stört die Barsche kein Stück. Hängt perfekt vorne drin. Und das Tolle an den Ködern ist, dass sie aus Elastik sind und auch nach dem 10. Barsch immer noch gut halten. 34. Ja. Okay, meiner daneben. Jawohl. 26. Ja. 26. Okay. 34, 26. So, beides Upgrades. Sehr gut. 2 schöne Fische und die dürfen wieder rein, aber irgendwie scheint es so, als wenn ich heute für die Kleinen zuständig bin. Ne? Wir warten ab, aber es läuft super. Perfekt. Der Doppelschlag bringt Stroft an die Tabellenspitze, während Truman sich ein kleines bisschen mehr Glück wünscht. The fish is patrolling here on the edge. We have some really good bites and yeah, vicious luck. We need it.
Luck is for people who don't have skills. We have the skills, it will come. They're biting on the lead. Tungsten. Yeah. I had it before as well. I had it in that cast, I had several bites. I was just continuing slowly. Yeah. Until you really get a good pull. Yeah. But Jesus, they are difficult. So, die Fische waren aktiv. Jetzt beißen sie nicht mehr so aggressiv wie am Anfang. Und jetzt versuche ich mal mit einem Krebs langsam über den Boden geschliffen. Funktioniert meistens ganz gut, gerade wenn die Fische ein bisschen passiver werden. His band like I'm Barry Bonds. Guck mal, ob du Kontakt kriegst. Ja. Hast du? Hier ist gerade eben was drauf. Ja. Fisch. Okay. Guter Fisch. Nice, Junge. Einmal die Krabbe rausgeholt und schon weggespült. Junge, du bist richtig on fire heute. Richtig guter Fisch. Okay, cool. Achtung. Ja. Meine Schnur hängt mit drin. Scheiß drauf. Egal, hol einfach raus. Kommt, Fisch kommt. Yes! Chicobello, Junge. Oh. Puh, da fällt einem ein richtiger Stein vom Herzen. So, da ist er. Schöner Fisch. Wie gerade eben gesagt, Fische ein bisschen zickiger gewesen, wollten die schnelle Köderführung nicht mehr. Einen Wurf gemacht mit der Striking Rage Craw und auch da mit dem Niti als Vorfach. Große Hechte fressen auch gern Krebse, so sind wir sicher. Und das ist ein Upgrade. Sehr schön. Das sind 38. Die Barshow auf dem Stroftboot geht weiter. Der nächste wertvolle Fisch, die Tabellenführung ausgebaut und das zu einer Zeit, in der bei der Konkurrenz auf dem Nachbargewässer nicht allzu viel passiert. Stretch. Couple of bites and then nothing. I think they're moving a lot. At some point we should just move a bit. Yes. Because we also have to think about the active fish that you need to catch with the pike and everything. Yeah. If we stay here, I will catch one perch more for sure, but I will catch them anyway, everywhere with the sea rig. Yeah, but the other nose, I got really good feeling there as well. So we should definitely use the morning light with this kind of moment to drive a little bit there, and then we can check it with the active target. Because it's like a double nose. It's really weird, really cool little structure. Have to position the boat quite precisely. Abu Garcia strebt den ersten Spotwechsel an und auch Hybrida möchte erstmalig die Stelle wechseln. Vorher steht aber noch etwas Tackle-Kunde mit Martin auf dem Programm. Ja Leute, den Meter 2 Fisch habe ich auf so einen kleinen Köder tatsächlich gefangen. Es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass die Hechte sich wirklich auf so kleinen Zeugs eingeschossen haben. Ich weiß gar nicht, was es ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Da ist so eine Holofolie drin, die knistern, wenn da was drauf beißt. Sowas bringt auch Großfisch tatsächlich. So ein Dart-Jig und dann läuft die Sache. Ein bisschen Nitro Booster, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann ab dafür. Wir lassen das jetzt kurz in Ruhe. Ja. Ne? Ja. Und gehen mal dann auf unser zweites Spot. Der ist nicht weit weg von hier. Dann schauen wir mal weiter nach Zander. Du bist widerlich. Es kommt Bewegung in die Karte. Während Abu nur ein paar hundert Meter weiter und Hybrida zur Spui-Mündung fährt, macht das Nitro von Stroft gut Strecke Richtung Osten. This is a nice fish, man. Yeah. Take it easy.
pike. But it's fish. Yeah, but it's not a big one, but it's a fish. It's a point fish. Oh. 60, 61 and a half, so that means 62. Approved? 61? Okay, I will do it. Small pike on the Astro Vibe. Not the species we are looking for, but at least we filled up the card again. Quick release. And we keep on hammering. And as soon as it was in the net, it came off. Yeah. So that shows, and your perch did it too, that shows how picky they are. Und ich mache hier nur Frittenparade. Abwarten, Hase. Ja. Oh, was ein Biss, Junge. Heidewitzka, ey. Puh. Richtig einmal klack. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es war ein Zander. Und die tocken wie die Zander hier. Fisch. Heiland Sack, sagt er. Barsch? Barsch. Steht wunderbar da. Steht wunderbar. Köder, Barschbaron? Barschbaron, natürlich Barschbaron. Oh ja, oh ja, oh ja. Boah, Mann, das war Glück. Gerade rausgefallen. Oh. Mann! Vorsicht, meine Route. Der Barschbaron, Leute, der liefert. Okay, okay, okay. Mann. Kleiner Mann. Oh, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wunderschöner Barsch. Ja, Mann, Ding. So, vermessen. Einmal vermessen. Wirbel. Ey, ich mach weiter. 48, 38, sagen wir mal. Warte. Ja, warte mal. 39. 39, sogar naja, drüber. Sogar drüber. Dritter 40er in ja, relativ kurzem Zeit. Relativ kurzem Zeit. Ich lasse ihn schnell ins Wasser. So, und tschüss. Danke für den Besuch. Boah, Leute, ich kann nicht mehr. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit den Nerven. Boah, der Druck. Ich weiß nicht, jetzt habe ich mehr Druck oder weniger Druck. Kann ich das nicht beschreiben. So, machen wir weiter. Der dritte Barsch für Gregor. Hybrider kann direkt nach dem Spotwechsel einen Fisch einnetzen. Liefern die neuen Stellen auch für Stroft und Abu sofort Fisch? Bite? One, missed one. Huh? 100% good bite. Yeah, we'll do that cast then. On the craw? Yes, net. Get fish. Big one? No, but that's okay. Casting direction? The far right side of the dam. Yes. Here we go. 3, 2, 1. Yes! Good job, man. Bigger. All right. Good. Perch number 2. A little bit bigger than Freddy's, I think. 37? Yeah, something like that. And I first missed it, huh? Yeah, I saw I told you I missed a bite. Or a second one. And then, yeah, or there's a second one. And then just moments after, this fish came on. Really nice bite. It's more shallow on the full direction. There's the plateau. And I switched because Freddy was fishing really well with the sea rig. I switched to a slower technique as well. The net rig, really increasingly popular, and not without a reason, because this little crawl, hollow body crawl from the Pils Realistic range, they really love it. So let's see how long this one is. 36.5? Yeah, it's 37. Beautiful little perch, 37 centimeter. Not a huge one yet, but we can always upgrade. It's nice to fill the cart with some perches and to see that our untrained plan actually kind of works. So let's put this one back quickly. There we go. And we go find another one. Good job, good job. Das war's.
Eine abwechslungsreiche Sendung geht zu Ende und eines wird im Staffelverlauf gut sichtbar. Die in Gruppe A und B teilweise noch sehr verhalten beißenden Fische kommen langsam wieder besser in Beißlaune, was uns tolle zweite Angeltage und möglicherweise noch bessere Halbfinal- und Finaltage erhoffen lässt. In Gruppe D jedenfalls konnten alle 4 Teams einen akzeptablen Start ins Turnier hinlegen. Tabellenführer Hybrida hat mit einem Meterhecht und 3 wirklich guten Barschen schon jetzt eine großartige Ausgangsposition fürs Weiterkommen. Stroft liegt mit einer tollen Barschserie inklusive 50er Traumfisch ebenfalls verdammt gut im Rennen, aber auch Abu Garcia und CBC konnten bereits ein kleines Fundament für eine gute Fullcard legen. Wie dieser erste Angeltag weitergeht, erfahrt ihr bereits am Donnerstag um 20 Uhr. Bis dahin freuen wir uns wahnsinnig über Kommentare und Likes zu diesem Video, neue Abonnenten und Support für dieses kostenlose Format in Form von Einkäufen bei uns im Onlineshop oder im Fachhandel. Macht's gut. Ciao.